Ein wunderschön. Ich bin wieder in Hamburg. Ja, heute kommt das Video zum Fazit meiner Ausrüstung und ein bisschen Rückblick über meine Tour. Und ja, das war es dann auch schon. Also bis später. So, da bin ich wieder. Hier an meinem bekannten Platz. Da steht auch mein Rucksack schon. Jetzt zeige ich euch mal, was ich nicht benötigt hatte, was ich dann auch nach Hause geschickt habe. Habt ihr ja auch gesehen in den Videos. Das zeige ich euch jetzt mal. So, hier seht ihr mal, was ich nicht benötigt habe. Das Kissen, das habe ich ganz selten mal benutzt. Die Flasche, das war einfach viel zu viel, da man wirklich überall auffüllen konnte. Besteck habe ich auch gar nicht benutzt, deswegen ist einfach nur Gewicht. So wie den Gaskocher hatte ich maximal 1-2 Mal und dann habe ich den auch im Prinzip nicht mehr benutzt, also heißt nach Hause geschickt. So wie halt, ne? Also, dann das Reisetagebuch habe ich im Prinzip noch einen Tag geführt, da ich irgendwie gemerkt habe, das ist nicht meins. Und ich habe dann eher das Reisetagebuch, also beziehungsweise die Jakobs-Serie gemacht mit den Vlogs. Habe ich gemerkt, das macht mir irgendwie mehr Spaß, das eher so meins, anstatt Buch zu schreiben. Und deswegen habe ich das auch wieder nach Hause geschickt. Ja, und dann hier meine Untermatte, die hatte ich zwar von Anfang bis Ende dabei, aber nie benutzt. Also das ist klar, jeder ist anders, aber habe ich persönlich nicht benutzt. Und dann hatte ich hier meine Notfallration. Da habe ich auch am ersten Tag maximal was benutzt und dann auch nie wieder. Also das ist wirklich, wenn man draußen schläft und einfach in der Natur ist und nicht die Möglichkeit hat, irgendwie in den Shop zu gehen oder sich was zu essen zu kaufen. Ja, also das sind so die Sachen, die ich nicht benötigt hatte. Und wie viele wissen oder wussten, hatte ich auch meine Kamera bei. Ich habe sie anfangs relativ oft benutzt, mehr oder weniger, aber ab Hälfte der Strecke, wo es dann auch regnerisch war oder zum Ende der Strecke, habe ich die im Prinzip kaum noch benutzt, da ich mehr Zeit mit den Menschen verbracht habe und eher auf mein Handy zurückgegriffen habe. Da ist das auch für mich ein Learning gewesen, das doch schon gut Gewicht war. In Zukunft vielleicht eine kleinere Kamera mitzunehmen, also so eine kleine kompakte. Da muss ich mich mal schlau machen, was ich da am besten mir organisieren kann, weil so eine große Kamera immer auspacken, einpacken war dann doch schon ziemlich lästig und das bei Regen und so war es halt nicht so geil, die Kamera rauszuholen. Daher tut euch einen Gefallen, wenn ihr den Jakobsweg geht, nehmt euch eine kleine Kamera mit oder wenn ihr nicht wirklich Fotografen seid, nehmt euer Handy, das reicht vollkommen aus. Ich habe viele Fotos und Videos ja mit dem Handy gemacht, das ist vollkommen ausreichend. Und ganz wichtig, das habe ich, also es war echt ein Gamechanger teilweise, weil man ja doch durch den Rucksack und so das ständige Laufen und so doch schon hier und da mal so ein paar Schmerzen bekommen kann oder muskuläre Probleme kriegen kann. Und da war ich froh. Einmal, da mache ich jetzt auch gleich mal ein bisschen Werbung hier, Retterspitz. Und unterwegs habe ich noch so eine Food Relaxing Creme gefunden. Die haben so gut getan, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich hatte in den ersten 2 Tagen richtig starke Schulterprobleme durch den Rucksack, weil es halt natürlich neu ist, ne? Ungewohnt. Aber mit der Retterspitz richtig gut. Nach 2-3 Tagen war es fast wie weg. Und viele, die es mitbekommen hatten, ich hatte vorne am Schienbein auch starke muskuläre Probleme, so ein paar Tage vom Ziel, was dann auch mich schon stark beeinträchtigt hat, so im Laufen. Aber dank der Salben und die gute Einmassierung hat das echt schnell
geholfen und wurde auch schnell besser wieder, dass ich wieder zur alten Geschwindigkeit zurückkomme und den Körper wieder voll belasten kann. Und ja, das schon mal dazu. Das war auf jeden Fall eine kleine Randnotiz von mir. So, und hier ist übrigens auch mein Pilgerpass. Ist jetzt ganz wichtig für den Camino. Nur mit dem Pilgerpass kommt ihr in die Herbergen. Und hier jeder Stempel erzählt so seine eigene Geschichte. Und ich musste mir den zweiten holen, da mein erster voll war. Ja. Und hier ist der für Santiago de Compostela. Und dann ging es ja nochmal eine weitere Tour nach von Muxia nach Fisterra. Das ist schon unfassbar. Ihr habt euch bestimmt auch gefragt, wie ich das mache mit dem Speicher auf dem Handy, da ich ja viele Videos gedreht habe, wie ich das mit dem Speicherplatz geregelt habe. Das zeige ich euch mal. Da habe ich hier erstmal einen Adapter für USB für mein iPhone und eine dazugehörige externe Festplatte, 1 Terabyte. War ganz praktisch. So konnte ich halt meine ganzen Dateien archivieren, speichern und zu Hause dann auf den Computer schmeißen sozusagen. Ja, so hatte ich halt noch mehr Speicherplatz, um Videos aufzunehmen, um nicht Sachen zu löschen, die vielleicht ganz wichtig sind. Und ich empfehle euch, nehmt euch genug Blasenpflaster mit oder allgemein Pflaster und Desinfektionsmittel und so. Das kann manchmal echt ganz hilfreich sein, gerade wenn man viele Blasen bekommt von Schuhen und so. Also ich hatte relativ Glück. Ich hatte nur am linken Hacken 2, 3 Blasen bekommen. Sonst war alles super. Also ist aber leider auch nicht bei jedem so. Daher denkt einfach mit. Haben ist besser als brauchen. Ganz wichtig. So, nur mein Fazit zum Jakobsweg. Es war eine riesen Herausforderung und ein riesen Abenteuer. Aber das habt ihr auch zum Teil gesehen. Klar sind es nur so Ausschnitte. Aber was ich da erlebt habe, die Menschen, die Charaktere und die Geschichten und Erinnerungen, die ich jetzt so in mir trage, unfassbar. Also ich bin da so dankbar für jeden einzelnen Tag. Also ob es jetzt Höhen und Tiefen waren, ich bin für alles dankbar. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, irgendwie, man muss nicht den ganzen gehen, aber zumindest einen Teil des Jakobswegs zu gehen, das macht so viel mit ein, dass es, ja, kann ich echt nur jedem ans Herz legen. Und ja, es wird auf jeden Fall nicht mein letzter Camino sein, das steht fest. Ja, da habe ich schon mit Ronny, den habt ihr ja gesehen, schon den Plan für den nächsten Camino. Vielleicht nächstes Jahr oder darauf das Jahr. Mal gucken, was die Zeit sagt. Und ja, ich bin auch all den Leuten, die mir über den Weg gelaufen sind, so dankbar für alles. Also, ob es Dan ist, Suki, Fabio, Paolo, Ronny, Lee, darf man nicht vergessen. Und all die anderen Supermenschen. Oder Carlos, zum Beispiel auch Supermensch. Egal, wem ich da getroffen habe, alles so Herzensmenschen. Unfassbar. Ja, und ja, jetzt ist erstmal ein bisschen Pause denn nach dem Camino. Aber es werden so in den nächsten Wochen vielleicht noch ein paar Sachen kommen auf YouTube. So von so ein paar Touren hier in der Nähe von Hamburg. Vielleicht auch Berlin. Mal schauen, was die Zeit sagt. Oder vielleicht sogar besuche ich dann den Ronny in Leipzig. Also ja, bleibt dran. Und falls ihr die Tour noch mal gucken wollt, ich hau den Link in der Beschreibung noch mal rein. Dann könnt ihr euch noch mal alles genau angucken. Oder ich blende es hier irgendwo ein. Je nachdem wo, wann, wie und wo. Ja, und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für den ganzen Support, für die unfassbar tollen Kommentare und Glückwünsche. Es war eine
atemberaubende Reise, aber es kommen weitere Reisen, die auch bestimmt richtig geil werden. Da bin ich fest überzeugt von. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.